Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns gerade in der Stadtübersicht, denn hier unten rechts in der Ecke sieht man bereits schon, dass der Countdown bereits läuft für den Hellevator auf unserem Server auf F9, wo das Ganze hier einen Tag früher starten wird. Da werden wir morgen definitiv im Livestream auch reinschauen, um uns auch das neue Hell Attack Feature vom Hellevator anzuschauen. Und nichtsdestotrotz gibt es heute aber auch einen Livestream, ja, heute Abend. Uhrzeit gebe ich noch auf Discord auf jeden Fall bekannt, irgendwann heute Abend auf jeden Fall, ne? Ansonsten, ja, startet, bevor wir in das Update gleich reingehen, denn die Hellevator News sind schon draußen, was es damit auf sich hat, beziehungsweise ein komplett neues Update, neue Patch Notes sozusagen. Und alles, was dazugehört, werde ich euch auch in dem Video vortragen. Bevor das Ganze losgeht, am Freitag startet ja EU12 und falls ihr noch nach einer Gilde sucht oder ja, nach Spielern sucht für eure Gilde, dann könnt ihr sehr gerne nach wie vor auch auf meinem Discord-Server vorbeischauen. Dort haben schon viele Leute sich mittlerweile gefunden und haben da ihre Gilden reingepostet. Spieler sind gejoint oder haben eben sich auf die Suche nach solchen Gilden gemacht. Macht auf jeden Fall die Hausaufgaben rechtzeitig, damit ihr zum Freitag oder am Freitag, wenn EU12 startet, dann keine Kopfschmerzen mehr habt. Und die Gilde ist das A und O, dass ihr mit optimalen Bedingungen da auf jeden Fall dann auch gleich reinstarten könnt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch sehr gerne nochmal, ich erwähne es gerne nochmal, für die Leute, die neu sind oder wieder anfangen mit Shakes and Fidget, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Stunde Zeit oder so, guckt die Playlist durch auf jeden Fall, da sind viele nützliche Basic-Tipps dabei, rund um alle möglichen Features in Shakes and Fidget, sodass ihr auch zum Serverstart nichts falsch macht und dann seid ihr bestens aufgestellt auf jeden Fall für den kommenden Serverstart. Gut, ansonsten gehen wir jetzt mal in die Patch Notes rein. Es gibt viel zu zeigen, viel zu berichten und hier haben wir den Changelog für die Version 21.0. Es gibt auch wieder ein Video, da gucken wir auch gleich nochmal rein, denn dort wird ja der Höllenangriff nochmal ein bisschen näher beschrieben bzw. gezeigt, weil hier in den Changelog selbst steht hier gar nichts großartig drin. Hellevator, neues Feature, Höllenangriff ist mit dem nächsten Hellevator verfügbar. Ja, das ist so das einzige. Legendary Dungeon, zwielichtige Geburtstagssause, neue Waffen, neuer Schild, neue Rüstung und Handschuhe. Ja, dann neues Epic Set für bevorstehende Fußball-EM wurde implementiert. Also es gibt mal seit langer Zeit, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal, ob das die Valentins-Epics gewesen sind oder so, ich weiß es echt nicht mehr. Seit langer Zeit gibt es mal wieder neue Epics, ja, also nicht nur neue Legendary Items im neuen LD, sondern ganz grundnormale neue Epics, ja. Ich meine, Fußball, gut, ist jetzt für mich persönlich, catcht mich jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen, aber ja, vielleicht sehen die ja ganz cool aus, ne? Keine Ahnung, dann kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem happy, dass es neue Sachen gibt, ne? Und ich denke mal, da gibt es genug Fußball-Enthusiasten da draußen von euch, die das bestimmt auch freut. Dann der Schwarzmarkt. Ab Montag gibt es andere neue Angebote. Das wurde im Video auch schon bereits ein bisschen geteasert, was es da für Angebote gibt. Also da rotiert jetzt der Schwarzmarkt ein bisschen durch. Das finde ich ganz okay, sage ich mal, dass es da nicht nur immer dieselben Angebote gibt. Ansonsten im Webshop am Montag werden die Sanduhrenpakete entfernt. Ja, warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht war das Interesse auch nicht so groß, weiß ich nicht. Kann gut sein auf jeden Fall. Durch das Sanduhrenkopf-Event ist ja das meiste auch wirklich, kriegt man sich gut eingedeckt. Abenteuer. Im Zuge des Umbaus von Expeditionen als permanentes Feature wurden die Funktionsweise von Monstern in Abenteuern und Expeditionen allgemein verändert. Daraus folgt, dass rote Quests, die sehr selten in Abenteuern vorkommen können, nicht mehr richtig funktionieren. Deshalb haben wir uns nun dazu entschieden, die roten bzw. funkelnden Abenteuer aus dem Spiel zu entfernen. Das waren ja bisher immer so die Quests mit dem alten Quest-System, wo man ein bisschen bessere Quests im Verhältnis zu anderen bekommen hatte. Hat manchmal oder in vielen Sachen auch nicht funktioniert, dass sie jetzt so deutlich besser gewesen ist, beziehungsweise waren andere Quests für einen auch besser, kommt auch auf die eigene Spielweise immer drauf an. Ja, gut, ob die nun da ist oder nicht, muss ich für mich persönlich sagen, macht jetzt keinen großen Unterschied. Wirbelwindssturm, fortan wird alle 50 Gegner ein Epic als Belohnung ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele Epics es davor gab, aber
Es kam ja relativ regelmäßig Epics im Wirbelwind, dann wurden die komplett rausgenommen, ja, worüber wir ja auch schon mal berichtet hatten. Dann fügen sie es jetzt hinzu, dass halt es zumindest alle 50 Etagen einen Epic gibt. Ja, ist auf jeden Fall ein Upgrade zu dem Downgrade vor dem, ja, normalen Stand, sag ich mal. Ne? Aber ich sag mal so, ja, ja, keine Ahnung. Vorher war es besser, dann wurde es komplett genervt und jetzt ist es besser als nichts. Ne? Also, ja. Gut, was will man dazu sagen, ne? Expedition. Während des Events Tag tollkühner Tiere werden Früchte in der Form eines Fruchtkorbes nun garantiert in den Expeditionen ausgegeben. Der Auftrag, die Schwertprobe, ist nun ein Sammelauftrag, wodurch das zerbrochene Schwert mehrmals für extra Heldentum gewählt werden kann. Der Auftrag, toxische Quellenkur, ist nun ein Sammelauftrag, wodurch auch ja, für Heldentum gewählt werden kann, was vorher eigentlich so kein Sammelauftrag war, was eigentlich okay war, weil dann hat man das einmal abgehakt, vor allen Dingen diese toxische Quellenkur. Ich glaube, das war dieser Brunnen, wo man nur den Brunnen und dann diesen Minusbrunnen aufheben konnte und dann war man fertig und dann konnte man sich auf seine Kisten konzentrieren. Jetzt macht es, glaube ich, den Anschein, dass man die sammeln kann und immer wiederkehrend auftauchen, sodass die Chance auf Schlüssel und Kisten dadurch minimiert wird. Die Anzeige, oh Bruder, was ist das denn hier? Die Anzeige in den Optionen zum Wechseln zwischen Expeditionen und Abenteuern ist jetzt ausgegraut, sobald in einem der beiden Features erstmalig Abenteuerlust ausgegeben wurde. Shortcuts innerhalb der Expedition wurde für WebGL und Steam optimiert. Okay, ich glaube, hier sind jetzt so, ja, nicht ganz so ja, wichtige Sachen jetzt gerade zum Vorlesen. Könnt ihr euch natürlich hier selbst durchlesen, wenn ihr wollt. Elevator Performance der Elevator-Kämpfe wurde optimiert, Einstellungssprache etc. pp. Ein paar behobene Fehler, ja. 5. Prüfungstür führte manchmal irrtümlicherweise zum Schlüsselmeister, das ist mir noch nie passiert. Auch bei Erreichen des Goldcaps erhält die Belohnungstruhe nach einem Prüfungsraum nun Gold und nicht mehr Staub. Infotexte, okay, gut. Ja, das sind jetzt so Kleinigkeiten hier, denke ich mal, ne? Wo ihr euch sehr gerne hier nochmal durchlesen könnt, wenn ihr das wollt. Ich überfliege nochmal ganz kurz, ob jetzt hier was ganz Wichtiges mit dabei ist. Dämonenjäger können sich bei den Gildenkämpfen der Internationalen Ehrenhalle nun wiederbeleben. Oh, das ist nice. Okay. Ich wusste nicht, dass es vorher nicht geht. Druiden können bei Kämpfen der Internationalen Ehrenhalle. Okay, gut. Wusste ich auch nicht, dass es nicht geht. Okay, ja, ansonsten ist das erstmal soweit das zum Changelog. Und hier haben wir das Video, was verlinkt worden ist. Da haben wir einmal den Black Market mit den neuen Angeboten, glaube ich, hier. Ja, hier kann man dann für Pilze was kaufen, Sanduhren, Lucky Coins, ne? Müsst ihr selbst wissen. Ich finde diesen Black Market jetzt nicht ganz so attraktiv tatsächlich, aber ist auf jeden Fall nice to have, würde ich sagen. Und dann springen wir auch schon direkt zum Teil, ja, vom Elevator bzw. zum Höllenangriff. Und hier, wie gesagt, wurde im Changelog nicht weiter darauf eingegangen, deswegen müssen wir uns da so ein bisschen auf Englisch-Deutsch-Übersetzung à la Dorza jetzt gefasst machen hier, ja. Also im Prinzip, all members of a guild can split up to attack different planes of the elevator at the same time. Also alle ja, Mitglieder der Gilde können sich zu bestimmten, ja, ihr könnt doch eigentlich Englisch, oder? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Also können sich auf bestimmte Ebenen einigen, wo sie dann ihre Kämpfe machen können. Das heißt, sie können von Ebene zu Ebene springen, sobald sie diese Ebene allerdings ja, selbst komplettiert haben, sozusagen. As soon as you have completed a plane in the elevator alone, you can sign up for the Hell Attack on this plane with your guild. Also falls ihr auf irgendeine Ebene schon vorgeprescht seid, könnt ihr dort so eine Höllenattacke starten und dann kann eure Gilde dort auch mit angreifen, ja. Signing up costs you keycards once a day. After paying the fee for signing up on one day, you can change your mind as often as you like. Also man braucht quasi auch eine bestimmte ja, Anzahl an Schlüsselkarten, um halt eben daran teilzunehmen. Und wenn man das gemacht hat, kann man zwischen den Ebenen auch so oft hin und her switchen, so wie ich das verstehe, so oft man halt eben möchte. Was haben wir hier noch? Plane already defeated until the Hell Attack takes place at the change of day. The goal of the Hell Attack is to defeat 10 monsters.
10 Monster besiegen auf dieser Ebene. Treats from Belzebub Emporium consume once of their charges in process. You cannot change your choice or enter with the feature during the period with the attack. Wir gucken einfach kurz mal rein. Ja? Dann ich mache mal ganz kurz den Sound aus. Dann haben wir hier an der Seite jetzt nämlich 3 kleine Punkte, die sieht man jetzt hier. Dann haben wir den Belzebub-Shop, ist das glaube ich hier. Dann das normale, der normale Hell-Elevator und dann die Höllenattacke, wo man drauf gehen kann. Ja, und wenn man da jetzt rauf geht, dann sehen wir hier oben Hell Attack, also die Höllenattacke. Und dann haben wir hier einen Group Reward, den wir hier einsammeln können, sobald wir halt eben ja diese 10 Ebenen wahrscheinlich besiegt haben. Und dieser Group Reward, der wirkt sich dann halt auf die Gilde aus. Hier unten sehen wir, wenn wir daran teilnehmen wollen, dann müssen wir halt eben 10 Schlüsselkarten ja, dafür opfern. Und jetzt sind wir halt signed up sozusagen. Und defeats enemy on floor 100 to take part in this attack. Also hier ist der Account anscheinend noch nicht so weit. Wir sehen ja hier Berserker Zwerg spielt hier gerade, der ist auf Etage 50, also der kann hier zum Beispiel noch gar nicht dran teilnehmen. Ja, aber die Rewards wären wahrscheinlich dann ein bisschen größer, denke ich mal. Ja. So, dann seht ihr hier, haben wir verschiedene ja, Gruppenbelohnungen für diese Höllenattacke bekommen. Also man bekommt auch unter anderem eben ja, Gold oder Höllenmarken, ne, je nachdem. Und man kann hier unten halt eben ja, changen, je nachdem wie man Lust hat. Und das ist quasi so ein bisschen dieses Hell Attack Feature, sag ich mal so, ist jetzt etwas, womit ich ja, überhaupt nicht gerechnet hätte, so, dass man jetzt so zwischen den Ebenen auf einmal so hin und her switchen kann. Das ist so etwas, ja, ich denke mal, das kann strategische Vorteile, denke ich mal, bieten. Das kann, denke ich mal, strategische Vorteile für die Gilde bieten. Was das Ganze jetzt genau bedeutet für den Hell-Elevator, beziehungsweise welche Taktiken man da am besten verfolgt, weil ich mir vorstellen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sich, wenn ich jetzt als, sag ich mal, jemand, der Hardcore reinpilzt in den Hell-Elevator, auf eine bestimmte Ebene vorpresche und die anderen noch nicht so weit sind, ja, dann können die eventuell zu dieser Ebene switchen, ohne so weit gekommen zu sein. Obwohl, nee, man muss ja auch selbst so weit kommen irgendwie, ne, um an diesen Höllendingen teilzunehmen. Wir werden das morgen auf jeden Fall mal live im Stream um 16 Uhr, startet ja der Hell-Elevator auf F9. Da werden wir definitiv mal zusammen reinschauen, uns das neue Feature angucken und dann werden wir das mal auseinandernehmen, was das genau bedeutet, wie man da am besten vorgeht und dann, ja, sage ich euch dann nächsten Tag dann auch direkt Bescheid. Hier auf YouTube, ne, da verpasst ihr natürlich auch nichts. Ansonsten, ja, ist es das erstmal soweit gewesen. Wie gesagt, falls ihr auf Twitch nichts verpassen wollt, sehr gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken oder in den Kommentaren angepinnt. Mein Discord-Server und die Tipps und Tricks-Playlist sind dort auch angepinnt. Gerne reinschauen und ja, das sind erstmal soweit alle News zum Hell Attack, zum neuen Changelog etc. pp. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare rein. Ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Wir sehen uns heute Abend im Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.